Hast du dich jemals gefragt, warum du dich nach der Arbeit so leer fühlst, obwohl du den ganzen Tag nur gesessen hast? Wir sitzen in 150 PS Käfigen aus Glas und Stahl. Wir denken, wir sind die Könige der Straße, weil wir die Heizung auf 22 Grad stellen können, während draußen die Welt versinkt. Aber die Wahrheit ist, der Stau frisst nicht nur deine Zeit, er frisst deine Freiheit, deine Empathie und dein Gefühl für das echte Leben. Ich bin aus der Schlange ausgestiegen und habe dabei 5 Dinge gelernt, die mir im Auto niemand gesagt hat. Dinge, die alles verändern. Und zwar nicht nur, wie du zur Arbeit kommst, sondern wie du die Welt siehst. Sag nur, mittendrin stand nur dabei. Lektion Nummer 1. Die Illusion der Macht. Seien wir ehrlich, ein Auto gibt dir dieses göttliche Gefühl. Du trittst nur 1 Zentimeter mit dem rechten Fuß nach unten und 150 Pferde reißen dich nach vorn. Der steilste Berg? Nur ein müdes Lächeln im Display. Gegenwind existiert für dich nicht. Draußen peitscht der Regen gegen die Scheibe oder die Hitze flimmert auf dem Asphalt. Aber du sitzt hier drin, bei exakt 21,5 Grad. Trocken, unangreifbar. Du fühlst dich wie der König der Straße. Du denkst, ich habe das System im Griff. Und dann das Bremslicht. Stillstand. In diesem Moment zerbricht die Illusion. Deine 150 PS? Wertlos. Deine Klimaanlage? Ein goldener Käfig. Du hast die ganze Macht der Welt unter der Haube, aber du darfst sie nicht benutzen. Du bist ein Tiger an der Kette. Ich habe im Stau gelernt, diese Macht ist nur geliehen. Sie ist abhängig von 1000 Dingen, die du nicht kontrollieren kannst. Baustellen, Unfälle und dem Ego der anderen. Auf dem Rad habe ich vielleicht keine 150 PS, ich habe nur meine 2 Beine. Wenn es bergauf geht, brennen meine Schenkel. Wenn der Wind von vorne kommt, muss ich kämpfen. Aber wisst ihr was? Dafür gehört diese Macht mir. Ich warte nicht darauf, dass das System mir erlaubt, mich zu bewegen. Ich bewege mich einfach. Ich habe gelernt, echte Stärke ist nicht, wie viel Kraft du hast, sondern wie viel Freiheit du behältst, wenn die Welt um dich herum stehen bleibt. Lektion Nummer 2. Die Entdeckung der Langsamkeit. Kennst du diesen Blick aufs Navi? 17:15 Uhr Ankunft? Du schaust nach rechts und siehst den Bus an der Haltestelle stehen. Du siehst den Radfahrer, der sich mühsam gegen die Steigung stemmt. Und du denkst dir, arme Schweine, ich bin in 15 Minuten zu Hause. Die brauchen noch eine halbe Ewigkeit. Du fühlst dich wie der Gewinner in diesem Spiel gegen die Uhr. Du hast das System geschlagen. Du bist effizient. Du bist der Schnellste. Und dann kommt der Hammer. Du bist zwar 10 Minuten früher an deiner Straße als der Radfahrer, aber du bist noch lange nicht da. Du kreist einmal um den Block oder auch zweimal oder dreimal. Dein Blick scannt jede Lücke, aber sie sind alle zu klein oder verboten. Die 10 Minuten Vorsprung sind aufgefressen vom Suchverkehr. Und während du da sitzt und kurbelst, merkst du das eigentliche Problem. Diese Zeit im Auto war tote Zeit. In der Bahn hättest du ein Buch gelesen oder eine E-Mail geschrieben. Auf dem Rad hättest du dein Workout für heute schon erledigt. Aber hier hast du nur deine Hände am Steuer und dein Level an Stresshormonen im Blut. Du hast dich konzentriert, du hast geflucht, du hast gebremst. Du hast Zeit gespart, aber du hast sie nicht genutzt. Der Radfahrer kommt vielleicht 5 Minuten nach dir an, aber er steigt ab, schließt an und geht rein. Er ist fertig mit seinem Sport, sein Kopf ist frei, sein Puls ist ruhig. Ich habe gelernt, es bringt nichts, als erster am Ziel zu sein, wenn man bei der Ankunft zu erschöpft ist, um den Sieg zu genießen. Schnelligkeit ist nicht alles. Lebensqualität gewinnt man nicht durch Minuten, sondern durch das, was man in diesen Minuten erlebt. Lektion Nummer 3. Die Wand aus Glas. Hinter dem Steuer fühlt es sich oft so an, als wärst du mittendrin. Du siehst die Bäume, die an dir vorbeiziehen, du beobachtest die Leute im Café, du nimmst die Architektur der Stadt wahr. Es ist wie ein großartiger Film in 4K. Du versinkst darin, deine Gedanken schweifen ab. Du fühlst dich verbunden mit der Szenerie. Du denkst, ich erlebe gerade meine Stadt. Aber das ist eine Täuschung. Der Film im Auto hat keinen Geruch, er hat keine Temperatur, er hat keine Textur. Du bist im Auto wie ein Gast im Kino. Du siehst das Drama, aber du spürst den Regen nicht.
Du siehst den Frühling, aber du riechst den blühenden Raps nicht. Erst auf dem Rad habe ich gemerkt, was es heißt, wirklich Teil der Welt zu sein. Wenn du durch ein Waldstück fährst und die Temperatur plötzlich um 3 Grad fällt, dann ist das nicht der Regler an deiner Klimaanlage, sondern die Natur, die dich berührt. Wenn du an der Bäckerei vorbeifährst und der Duft von frischem Brot dich fast vom Sattel reißt, wenn du über Kopfsteinpflaster fährst und jede einzelne Fuge in deinen Handflächen spürst. Ich habe gelernt, im Auto betrachtest du das Leben durch einen Filter. Auf dem Rad nimmst du den Filter weg. Du bist nicht mehr der Zuschauer, der sich einen Film ansieht. Du bist der Hauptdarsteller deiner Welt, die du endlich wieder mit allen 5 Sinnen begreifst. Du bist nicht mehr unterwegs, du bist bereits da. Lektion Nummer 4. Wut versus Investition. Hast du dich mal gefragt, was in deinem Körper passiert, wenn du im Stau stehst? Dein Gehirn ist im Steinzeitmodus, Kampf oder Flucht. Dein Körper pumpt Cortisol und Adrenalin in deine Adern, weil du gestresst bist. Fahr zu, los! Mann, ey, kann doch nicht wahr sein. Du bist bereit, loszuspringen, zu rennen, zu kämpfen, aber du sitzt fest. Deine Muskeln sind angespannt, aber sie dürfen nichts tun. Du wirst zu einer menschlichen Hochdruckleitung, die nirgendwo entladen kann. Das ist die Wut, die du mit nach Hause trägst. Das ist der Grund, warum du abends völlig K.O. bist, obwohl du den ganzen Tag nur gesessen hast. Auf dem Rad passiert das genaue Gegenteil. Hier darf dein Körper endlich das tun, wofür er gebaut wurde. Er entlädt den Stress und mit jedem Tritt in die Pedale verbrennst du das Cortisol des Tages. Dein Herz fängt an zu singen, dein Blut zirkuliert und dein Gehirn schaltet auf Belohnung um. Statt Stresshormonen fließen jetzt Endorphine und Dopamin. Es ist wie eine chemische Reinigung deiner Seele. Ich habe gelernt, im Stau investierst du in deine Wut, auf dem Fahrrad investierst du in deine Gesundheit. Jede Minute, die ich früher im Auto geflucht habe, nutze ich heute, um mich lebendig zu fühlen. Ich komme nicht nur zu Hause an, ich komme repariert zu Hause an. Lektion Nummer 5. Die Freiheit der Lücke. Im Auto fängst du irgendwann an, die Welt als Nullsummenspiel zu sehen. Am Anfang stört dich nur die Lücke, die sich vor dir schließt, aber nach einer Weile wird jeder andere Autofahrer zum Gegner. Du beobachtest die Spur neben dir und fragst dich, sind die da etwas schneller als ich und hätte ich lieber dastehen sollen? Und wenn dann einer den Blinker setzt, spürst du diesen Stich von Angst und Aggression. Der bremst mich jetzt auch noch aus. Dein ganzer Fokus liegt darauf, was andere dir wegnehmen könnten. Du wirst engstirnig, misstrauisch und verlierst den Blick für alles andere als die Heckscheibe vor dir. Auf dem Fahrrad ist die Lücke kein Hindernis. Sie ist eine Einladung. Du lernst die Welt mit völlig anderen Augen zu sehen. Wo das Auto eine Sackgasse sieht, da siehst du eine Durchfahrt. Wo andere auf das Go vom Vordermann warten, suchst du dir deinen eigenen Weg. Ich habe gemerkt, wie sich das in mein restliches Leben eingeschlichen hat. Früher habe ich vor Problemen gestanden wie vor einer Wand im Stau, frustriert und wartend, dass sich etwas ändert. Heute frage ich mich instinktiv, wo ist die Lücke? Welchen Weg sieht sonst keiner? Das Fahrrad hat mir beigebracht, dass es fast immer einen Ausweg gibt, wenn man bereit ist, die ausgetretenen Pfade zu verlassen. Ich habe gelernt, wer sich nicht an die Schlange anstellt, muss auch keine Angst haben, dass ihn jemand überholt. Und jetzt seid ihr dran. Vielleicht ist dein Leben gerade genauso wie diese eine Spur im Berufsverkehr. Du hast das Gefühl, du machst alles richtig. Du hast die PS, du gibst Gas, aber du kommst nicht voran. Und der Typ neben dir scheint immer einen Tick schneller zu sein. Mein Rat? Hör auf, dich zu vergleichen. Hör auf zu warten und steig aus der Schlange aus. Du brauchst vielleicht kein schnelleres Auto oder einen besseren Job. Vielleicht brauchst du einfach nur die Freiheit, dein eigenes Tempo zu bestimmen. Manchmal fängt ein ganz neues Leben genau da an, wo der Asphalt aufhört und dein eigener Weg beginnt. Probier es aus und fahr los. Und wenn du wissen willst, wie man diesen Weg im Alltag durchzieht, dann bleib hier auf dem Kanal dabei und schreib mir gerne in die Kommentare, was du bisher im Stau gelernt hast oder ob du schon aus der Schlange ausgestiegen bist. Wir sehen uns vielleicht irgendwann mal draußen auf dem Fahrradweg.